Ein mögliches Zukunftsszenario: der CRISPR-Pilz. Hamburg. Durch den Verzehr von Pilzgerichten kam es in der Hansestadt zu schweren Durchfallerkrankungen. Vor allem ältere Personen und kleine Kinder zeigen lebensbedrohliche Symptome. Amerikanische Wissenschaftler haben Champignons gentechnisch so verändert, dass sie nach dem Aufschneiden langsamer braun werden und somit länger frisch aussehen. Bereits 2016 wurden diese patentierten Pilze in den USA ohne eingehende Risikoprüfung zur Vermarktung freigegeben. Mit der Genschere CRISPR wurde im Erbgut der Pilze eine genetische Information zerstört. Dadurch wird verhindert, dass ein für die Bräunung zuständiges Enzym gebildet wird. Zwar tragen Pilze mehrere Kopien der betroffenen Gene in ihrem Erbgut, aber die Genschere kann dank ihrer Programmierung alle diese Genorte auf einmal finden und zerstören. Das neu entstandene Muster dieser gentechnischen Veränderung ist wahrscheinlich einzigartig. Obwohl keine neuen Gene eingefügt wurden, unterscheidet sich der so manipulierte Pilz grundsätzlich von anderen Champignons. Auf diese Weise entstand der erste Champignon, der nach dem Anschneiden langsamer braun wird. Die Pilze wurden vor ihrer Zulassung nicht auf Veränderungen in ihrem Stoffwechsel untersucht. Man nahm an, dass alles sicher sei, weil keine zusätzlichen Gene eingefügt worden waren. Der Pilz ist in den USA kein Einzelfall. Unter anderem an diesen Organismen wird gegenwärtig bereits gearbeitet. Einige davon wurden bereits ohne eingehende Risikoprüfung von den Behörden freigegeben. Und wie kommt es 2025 dann zu den Erkrankungen in Hamburg? Nachdem die Pilze auch in Kanada zur Vermarktung zugelassen wurden, wurde dort mit dem Anbau begonnen. Die Ernte wurde zu Lebensmitteln verarbeitet, die für den Export bestimmt waren. Unter Berufung auf das Freihandelsabkommen CETA lieferten die Kanadier die ersten Pilzgerichte nach Deutschland, ohne Kennzeichnung und ohne weitere Prüfung. In Hamburg gelangten die Gentechnik-Pilzgerichte dann erstmals in den Handel. Zu den Durchfallerkrankungen kam es, weil der Eingriff in die Genetik der Pilze ungewollte Auswirkungen auf deren Stoffwechsel hatte. Die Zusammensetzung der Pilze änderte sich. Stoffe, die in den Pilzen normalerweise nur in Spuren vorkommen, wurden jetzt vermehrt gebildet. Unter anderem reicherten sich in den Gentechnikpilzen bestimmte Stoffe an, die die Pilze für Menschen schlechter verdaulich machen. Da der Pilz tatsächlich bereits 2016 ohne eingehende Risikoprüfung zur Vermarktung freigegeben wurde, wurden die Veränderungen im Stoffwechsel der Pilze nicht wirklich untersucht und blieben so unbemerkt. Was wir bedenken sollten: Wird auf eingehende Risikoprüfung und Kennzeichnung verzichtet, kann die Sicherheit von gentechnisch veränderten Lebensmitteln nicht von unabhängigen Expertinnen und Experten überprüft werden. Doch Veränderungen im Stoffwechsel erfordern genaue Untersuchungen, sie sind oft nur schwer zu identifizieren. Ohne Kennzeichnung können Verbraucherinnen und Verbraucher keine geeignete Vorsorge treffen, sie haben keine Wahlfreiheit. Wie sollen wir mit diesen Risiken umgehen? Grundsätzlich sollten alle Organismen, die mit neuen gentechnischen Verfahren manipuliert werden, eingehend auf Risiken untersucht werden, auch wenn keine zusätzlichen Gene eingefügt, sondern welche ausgeschaltet wurden. Entsprechende Lebensmittel sollten auch gekennzeichnet sein, um den Verbraucherinnen und Verbrauchern die nötige Wahlfreiheit zu ermöglichen.